all den Dragoner, die sich da bereit erklärt haben, an dem Umzug, an dieser Demonstration mitmachen, damit wir mal zeigen können, wie eigentlich früher der Kampf gegangen ist und wir haben ja früher in der Schweizer Armee für eine Bewaffnung gehalten. So, this are Swiss Dragoons, also Schweizer Dragoner. Equipment 1972. You'll see they all have the bayonet for the assault rifle 57, and you see some down the scabbards on the right hand side where the assault rifle is in. Maybe I can have a look from the other side as well. So here you can clearly see the assault rifle 57. Hello friends, welcome back to the channel. Today for something entirely different. An exercise of the Swiss cavalry. What you see now is the arrival of the cavalry at the exercise area, and in the next short video clip you can have a look at the equipment of the cavalry. You see the mag pouches for the assault rifle 57 left and right hand side next to the neck of the horse. Then you see the assault rifle 57 at the back of the saddle, and on the other side you see the canteen plus the bag to feed the horse. The bayonet is worn at the body. So we can have a close look at the equipment. Oopala. So, you had a look at the equipment of the Swiss cavalry from 1972, and now a few words about the history of the Swiss cavalry. It actually never played a huge role in Swiss warfare, and during the 30-year War, which was from 1618 till 1648, in Switzerland only about 3 out of 100 soldiers were cavalrymen. The county Bern at this time had 35,000 soldiers, and about 2,000 of them were cavalrymen. Many of the counties did not have cavalry at all. In the 18th century, the cuirassiere, so the armored cavalry, was abolished, and we had mainly dragoons. So in 1798, the county of Bern had about 80,000 soldiers, and about 1,000 of them were dragoons. The federal Swiss cavalry starts in 1848, and you always had to bring your own horse. So you had to be a little bit rich if you want to serve the cavalry. From then on, you could buy the horse for or with some discount from the county, and later on from the federation. These horses were called Eidgenoss, but you have to sustain the horse by yourself. So you have to take care of the horse, but you could use it for your daily work. And they had two different types of cavalrymen, dragoons and Guiden. Guiden is something like military police, so we had to guard transports, messenger service, things like this. In 1817, the federal army had about 210 men, and 4,900 of them were cavalrymen, 2,000 active, and the remaining is reserve, and the reserve did not have horses. In 1898, the Swiss cavalry introduced machine guns as the first cavalry in Europe. During the German-French War in 1870, the General Staff noticed that there were huge problems with the education and the equipment of the Swiss cavalry. So we had percussion pistols, single-shot percussion pistols and sabers. In 1870 then we received the Vetterli carbine. In 1894 the chief instructor, Colonel Ulrich Will, suggested
that the cavalry is used as mobile infantry, so as you usually use dragoons, but the cavalry itself insisted that they want to be something like an assault force. During World War I, the cavalry was abolished in almost every army, just the name of it. So the US Army also still has cavalry units, but they do not have horses anymore. They are just recon specialists. The Swiss Army kept the cavalry, and at this time we had 4 brigades with 2 regiments with 3 squadrons each, plus 12 squadrons of Guides. This were about 6,000 men, so this was the highest number of cavalry the Swiss ever had. In 1925 they started to reduce the amount of cavalrymen. In 1938 the Guiden were abolished. During World War II the Swiss cavalry had an important role in guarding the country, because most of the army was in the redoubt, so in this fortress. And after World War II, the Chief of Staff would have liked to abolish the cavalry entirely, but General Guisen, the head of the army, did not want this. It's not that the General Staff did not know about the existence of combustion engines or something like this. But during this time, most of the farmers were much more familiar with horses than with engines. And that's why we keep this. And the horses grow in Switzerland, and grass grows also in Switzerland, unlike engines which you have to import and fuel which you also have to import. In 1947, there was still 1 regiment of cavalry per division, all in all 30 squadrons. In 1961, there was only 1 regiment per corps, only 18 squadrons. And despite the petition, which about 500,000 people signed, in 1972 the Swiss Parliament decided to abolish the cavalry completely. And this was the last country in Europe which still had cavalry, let aside the USSR, which still had 1 regiment in service, but this was more or less only for representative purposes. When you then watch the exercise, this squadron, the commanding officer always calls it détachement, detachment, because it's a little bit under strength. A normal squadron in 1972 had 6 officers, 26 non-commissioned officers, 128 dragoons, 153 riding horses, 11 horses to carry things, 4 machine guns, 51, and 6 anti-tank rocket launchers. This was the state of 1972. The equipment you have seen, and at the end of the exercise you will see the commanding officer reporting the end of the exercise, and he is reporting this to this man which you see here, which apparently is the president of this squadron and the commanding officer. The squadron 1972 was founded in 1994, and usually consists of members of the former Squadron 18, and they are called 1972 because the cavalry was abolished in 1972. I put you the link to the homepage of this Swiss cavalry unit. If you want to support them or if you want to join them, please feel free to do so. And now, without further ado, enjoy the exercise. Ja, dat moet nog verballen. Ja, zo genau, hè? Ja. Ja. Nein, Handy Jassen. Ah, ja. Weißt du, wo?
Ja. Und da vergehst du, du musst runter dort. Du kannst rechts so. Ja. Links, rechts. Ah. Daneben. Detachement! Gut! Detachement! Ihr Zweierkolonne! Lass doch nicht etwas. Hallo? Vorwärts, Marsch! Ja, da werden wir jetzt wieder unsere Squadron finden. Ein paar Sachen zeigen, die werden. Alle Ritter. Nehmt den Stein rausnehmen, ein bisschen gut. Formation, wo wir Formationen und wir haben noch den Vorteil, dass er nicht Angaben hat. Das kann ich mir Kann ich auch den Typen vorne drauf steht, das sind zwei. Genau, genau. Genau, hier wurde der Chef. Das hier ist das 10 Rebellen. Alle genau wissen, was wir machen. Der Schimmel wird Detachement! Zweimal! Richtung links! Gerade dieser Hund, Joy, was wir mit die einzige Woche. Ja, so. Hier war ganz ja, aber das ist eine Impression. Also. Kann das Nein, fast beide. Nein. Oder der erste. So. Ja, ja. Der erste. Weißt du, weil ich den Kopf so ja. Der Vorderste, wo aber Ziele dran nicht, der will nicht, Zweimal! Richtung rechts!
Vor allem. Detachement! Sheriff Marsch! Richtung links! Detachement! Zweimal! Richtung links! Völlig Seltenes Maschinengewehr. Anstatt Sturmgewehr. Maschinengewehr hat das Verfolgungsführer. Und da braucht man dann eben auch eine Gegenflug. Zu zweit! Spitze, Oberliegenzirkel! Bereit, Marsch! Sind alle Spitze! Aus der Wolke weg! andere
Maschinengewehr-Rabindenmittelbreiten. Das ist auch immer so eine Sache. Da hat es 1 bis 2 Tragwerke pro Gruppe. Das eine, wenn Sie so Tragpferde sind ja mit einer Stange mitgeführt worden, damit man, wenn es schwer geworden ist, daraus können drücken, dass er genau hinter dem Führpferd geschlossen ist. Wir sind ja her, sind in schwierigen Zeiten, wo es eigentlich Wanderweg gehalten wird. Jetzt haben wir ein bisschen lustige Tragstärke. Wir haben sich dem irgendwo ein bisschen selbstständig gemacht und sind dann erst vom ganzen Zug oder die ganze Überdrehung galoppiert. Und am Schluss hat dann einfach der Zugführer vielleicht 4 Tragstärke vorne gehabt. Muss man eigentlich den Motorkörper führen liegen. Helikopter. Das Rost hat sehr viel Mühe und nach an Zufluss versuchen wir zu korrekt nachschauen. Ist ja dann die Kavallerie abgeschafft worden und die Dragoner haben dann für einen vergünstigten Preis, je nachdem wie die Dienststätte das Ross schon gleich entdeckt können, die Ross behalten. Dann haben wir Übungen in Panzergrenadier umschulen. Es sind also alle Panzergrenadier geworden. Es hat etwas gegeben, dass wenn der Befehl ist, dass man vielleicht gesagt hat, können Landwehr. Und da hat eine ganz gute Mannschaft bei den Panzergrenadieren. Am Anfang ist man schon nicht so glücklich gewesen. Aber wie gesagt, jetzt am Vaterland, Befehl ist Befehl. Und das ist natürlich auch das nur so Demonstration halber wäre. Das Schaden ist natürlich immer froh, wenn sie den Nachwuchs kriegt. Teilweise schon noch ein bisschen so technische Menschen zu tun. Und dann froh. Und kleiner Tanzfahrer, wenn schon alles schnell ist und dann da würde man noch fallen. Da würde man noch Spaß machen. Richtig eigentlich gerade das Richtige. Lustig eigentlich, wir gehen auf sehr gut in der freien Natur. Abwärts galoppieren, aufwärts galoppieren.
als Tragpferd. Kann ich vielleicht noch hier machen? Die schwitzen schon, hä? Vitamin B, meine ich. Jetzt heißt der Sonntag gehen wir rauf, oder? Ja, Sonntag, oder? Schön langes Gesicht gemacht und also mit der Bus jetzt fahren? Ja, Ganze Stunde lang, oder was? Also es wurde 2 Stunden fährt, eine gute halbe Ah, ja, da glaube ich, hä? Ja, da glaube ich. Eigentlich geworden, so bin ich heißt sonst Reiten und Fahren aufgegeben worden für die österreichische Vereinigung. Muss ich immer noch interessiert, dass das gut geschrieben wird. Und sollte eigentlich besser Reiten kennen. Ich bewundere die Manöver, wie sie da natürlich auch Der ist durch, was der ich könnte den Check hier haben, könnte fahren. fast nicht mehr gleich trainiert sind. Jetzt haben sie weniger gebraucht werden als früher noch. Hier nicht, ja. Und darum will man dann, wenn sie fertig sind, einen guten Applaus machen, dann aber sorgfältig anfangen, wenn das Gruppen da verbringen. Detachement! Halt! Detachement, Schweiz, Kavallerieschwadron! Zum Tag hätten wir 3 Die eine Rente ist übrigens, die andere Du machst selbst, Mann. die machen noch Wichtigkeit.